Willkommen zum Kursus Kostenrechnung für Ingenieure. Unser heutiges Thema lautet: Handeln wir wirtschaftlich? Wenn wir unsere Ressourcen möglichst effektiv und effizient einsetzen, dann handeln wir nach dem ökonomischen Prinzip. Wir stellen ein optimales Verhältnis her zwischen Aufwand und Nutzen. Um nach dem ökonomischen Prinzip handeln zu können, benötigen wir Zahlenmaterial, auf das wir unsere Entscheidungen gründen. Und genau dieses Zahlenmaterial liefert uns die Kostenrechnung. Durch unseren Kursus wird uns die Muster GmbH begleiten, ein Unternehmen der Automobilbranche. Wir können jedes Unternehmen als eine Art Blackbox ansehen. Der Input dieser Blackbox, das ist die Arbeitskraft, das sind die Rohstoffe. Innerhalb dieser Blackbox wird von verschiedenen Einheiten, Kostenstellen, wie wir sie später nennen werden, der Input in einen Output transformiert, und der Output, das sind die produzierten Güter und Dienstleistungen des Unternehmens. In unserem Beispiel sind das Kraftfahrzeuge bzw. Ersatzteile und Dienstleistungen. Damit das Unternehmen den Input möglichst effizient erhält und den Output möglichst effizient absetzt, muss es auf den verschiedensten Märkten aktiv sein, auf dem Beschaffungsmarkt Rohstoffe beschaffen, auf dem Arbeitsmarkt Arbeitskräfte, auf dem Kapitalmarkt die Geldmittel. Und es muss auch im Absatzmarkt dafür sorgen, dass seine Produkte beim Konsumenten ankommen. In der Kostenrechnung versuchen wir nun alle diese Transaktionen zu quantifizieren. In einfacher Weise können wir zum Beispiel die Output-Einheiten zählen oder auch die Input-Einheiten zählen in Stunden oder Stück oder Kilogramm. Wir können aber auch Output- und Inputgrößen gleichnamig machen, indem wir sie bewerten, indem wir sie in Euro oder in Dollar oder in Yen ausdrücken. Wir haben dann zum Beispiel den Wert des Input, der Rohstoffe, Wert der Arbeitskraft, und wir haben den Wert des Output, Wert der erzeugten Güter. Damit hätten wir schon erste Kenngrößen der Wirtschaftlichkeit. Wir können zum Beispiel den Wert des Input abziehen vom Wert des Output und haben damit die Wertschöpfung. Wir können eine ganze Reihe von Kennzahlen oder Verhältniszahlen kreieren, um die Wirtschaftlichkeit zu beschreiben oder wenigstens versuchen zu beschreiben. Die Definition von 4 dieser Kennzahlen wollen wir etwas näher anschauen. Wir haben einmal die Produktivität, die einfach als Output durch Input definiert ist. Hier haben wir noch keine Bewertung in Euro. Wir haben zum Beispiel die Aussage, dass wir so und so viel Kfz pro Mitarbeiter und Jahr herstellen. Wenn wir den Output in Geld bewerten und den Input und beide Größen dividieren, haben wir die Kostenwirtschaftlichkeit. Eine zentrale Größe in der Betriebswirtschaft ist der Gewinn, der üblicherweise als die Differenz zwischen den Erlösen und den Kosten gewertet wird, oder der Deckungsbeitrag, der als Erlöse minus variable Kosten definiert ist. Sie sehen also, dass es keine einheitliche Messgröße für Wirtschaftlichkeit gibt. Es gibt viele Messgrößen und jede dieser Messgrößen sollte ihre Berechtigung haben, um spezielle Aspekte der Wirtschaftlichkeit zu diskutieren. So eignet sich zum Beispiel die Produktivität ganz gut dazu, um Ländervergleiche anzustellen. Wie groß ist die Produktivität in Deutschland im Vergleich zu Frankreich oder zu Großbritannien? Unsere Muster GmbH stellt 3 Kraftfahrzeuge her, den City, den Family und den Offroad. Daneben stellt sie Ersatzteile für diese Kraftfahrzeuge bereit und Dienstleistungen. Im Jahr 2011 wurden insgesamt 125.000 Kraftfahrzeuge verkauft, davon 85.000 City. Im Jahr 2012 stieg der Absatz auf 160.000, davon 95.000 City. Für 2013 errechnen wir mit einer weiteren Erhöhung auf 175.000, davon 100.000 City. Die Produktionszahlen wurden 2011 mit 2.688 Mitarbeitern erreicht. 2012 wurde die Mitarbeiterzahl auf 2.113 aufgestockt. Mit diesen Zahlen können wir zum Beispiel die Produktivität im Jahr 2011 errechnen. Es sind 125.000 Fahrzeuge als Output, 2.688 Mitarbeiter als ein Input. Entsprechend haben wir eine Produktivität
von 46,5 Fahrzeuge pro Mitarbeiter. Die Zahl sagt noch nichts Absolutes über die Wirtschaftlichkeit aus, kann aber sehr gut zu Vergleichszwecken mit anderen Automobilherstellern dienen. Wir wollen die Kostenwirtschaftlichkeit diskutieren. Die 125.000 Fahrzeuge als Output hatten einen Wert von jeweils 9.200 € im Schnitt. Der Aufwand pro Mitarbeiter betrug ca. 79.985 €. Wir haben also einen Gesamtwert des Outputs von 1,15 Milliarden, einen Gesamtwert des Inputs von 215 Millionen, entsprechend eine Wirtschaftlichkeit von 5,35. Der Wert des Outputs ist also mehr als fünffach so groß als der Wert des Input. Allerdings haben wir bei dieser Rechnung einige wichtige Komponenten des Input, etwa die Rohstoffkosten oder die Anlagekosten, nicht berücksichtigt.